Hi, hier ist der Julian. Wir erzählen euch heute, warum eigentlich Empire of Clouds so ein fettes Musikvideo geworden ist und was da die Hintergründe waren, was die fettesten Szenen waren. Servus, Kevin hier. Willkommen zu Empire of Clouds. Uns war klar, dass es fett wird, nachdem der Vincent seine Pulli ausgezogen hat und der Chris, unser Videoproduzent, dann gemeint hat, du gehst in die erste Reihe. Als wir schon von unten gesehen haben, wie mächtig diese Gang aussah, die uns da angreift, da dachten wir schon, das Video wird richtig fett. Und Philipp ist über sein Drumkit gesprungen. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, es ist nur ganz kurz im Video zu sehen. Danach ging es auf die Stöberleins-Bühne als zweite Location und die Stöberleins-Bühne, die Location, die ein bisschen aussieht wie eine Burg, die im Hintergrund ist mit der Stadtmauer, war richtig unerwartet, weil wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Der Chris hat uns die Anweisungen gegeben, hat den Statisten die Anweisungen gegeben und es hieß, ihr spielt, die Leute kommen von hinten und hauen euch einfach um. Das erste Mal war so heftig, dass mir alles wehgetan hat. Ich glaube, uns hat allen alles wehgetan. Wir haben ja die Szene nicht nur einmal gedreht, wir haben ja die Szene mehrmals gedreht natürlich. Und je öfter wir die Szene gedreht haben, desto krasser wurde es, desto mehr tat uns alles weh. Und deswegen, wir konnten auch ein paar Tage danach nicht mehr laufen, also völlig krass. Und währenddessen ist auch meine Lederjacke kaputt gegangen, wie ihr es dann ab dahin im Musikvideo immer sehen könnt. Ich kann es euch nochmal zeigen hier. Die ist einfach beim Tackle komplett gerissen. Und ich habe so geschrien innerlich. Da ist nichts mehr übrig. Und der ganze Schlamm ist dann vom zweiten Drehtag, also die ist nicht mehr zu retten, aber habe ich wenigstens ein cooles Souvenir. Irgendwann hat dann der Chris gesagt, ey, das sieht so fett aus bei den Close-Ups von meinem Gesicht, wo ich umgetackelt werde. Der hat dann wirklich es geschafft, im selben Tempo wie ich umgetackelt werde, sich mit der Kamera, mit einer super teuren Kamera, so mitzuschmeißen auf die Matte. Die Rennszene, wo wir auf der Doppelbrücke rennen und man Rotenburg im Hintergrund sieht, die ist ja nur ganz, ganz kurz zu sehen, aber trotzdem, wir sind viel, viel mehr gerannt. Wir sind auch an der Stadtmauer entlang gerannt. Wir sind da 10-mal die komplette Doppelbrücke vorgerannt. Wir sind da wirklich die ganze Zeit gerannt und das letzten Endes war ein paar Sekunden. Der Chris hat gefilmt aus dem fahrenden Auto von hinten und das Auto ist sozusagen von uns weggefahren und wir sind hinterher gerannt. Also auch richtig, richtig krasse Szene, hat richtig Spaß gemacht und dann sind wir unter die Doppelbrücke gegangen, wo wir dann die Szene mit den Fackeln gedreht haben. Wir haben morgens um 6 Uhr begonnen am zweiten Drehtag und der Boden war noch gefroren, es hatte so um die 0 Grad und es war richtig, richtig kalt. Es war wirklich sehr, sehr kalt, aber genau das sieht man auch in den Aufnahmen, das macht die Aufnahmen so geil. Der Atem, der aus dem Mund rauskommt und ich weiß nicht, ob man es sieht, unsere Nasen und Bäckchen waren leicht rot, weil es wirklich sehr kalt war. Irgendwann kamen dann die Statisten und dann kam es zum finalen Clash. Wir als Gitarristen, also ich glaube, ich spreche da auch für Micha und für Michael, es ist einfach brutal gewesen, wir sollten einfach unsere Gitarren im Laufen auf den Boden werfen. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass es eine gute Idee ist, als Kleinster in der Band in den größten, muskulösesten von den Statisten reinzurennen. Und das hatte zum Effekt, dass ich einfach einen halben Vorwärtssalto gemacht habe, als ich kopfüber in ihn rein bin. Die Szene, die ihr im Video seht, ist tatsächlich auch die allererste Aufnahme. Und deswegen sieht es auch so echt aus. Alles in allem ein wunderschöner und produktiver Dreh, ein super Wochenende, was ich so gerne wiederholen würde. Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben, an alle, die dabei waren, die uns da supportet haben, die uns angegriffen haben, die uns umgetackelt haben. Es war einfach ein Wahnsinnsprojekt und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank.